mit Notfallsanitätern in Berlin im Einsatz. Okay, ich werde bei Ihnen noch einen Blutzucker messen, ja? Dann haben wir nämlich alle Werte komplett. Zu wenig Personal, immer mehr Einsätze. Wie hoch ist die Frustration bei dir? Sehr groß. Auch kommt und dann schildert sie noch nicht laufen zu können und läuft dann zum RTW. Und dann auch noch Angriffe während der Arbeit. Zwischen den Kochlöffeln war ein Messer und das hat man nicht gesehen. Und das hat sie gezückt und hat mit dem Messer quasi wollte so einmal gegen mich. Wer macht diesen Job eigentlich noch? Da sind sie ja endlich. Oh, es tut so weh. Ihre Brust oder wo? Ja. Der letzte Einsatz war echt ein bisschen skurril. Ja, manchmal kommt es dann auch einfach richtig dumm. Anstatt mit dem RTW mitzufahren, liege ich jetzt flach. Mich hat ein fetter Infekt erwischt. Jetzt muss meine Kollegin Johanna ran. Normalerweise bin ich hinter der Kamera als Autorin und laufe maximal aus Versehen ins Bild. Heute darf ich im Rettungswagen mitfahren und Carla und Hansi auf ihrer Schicht begleiten. Carla ist Notfallsanitäterin, hat also die 3-jährige Ausbildung gemacht und hat die Entscheidungsmacht auf dem Fahrzeug. Hansi ist Rettungssanitäter, übernimmt unterstützende Aufgaben und fährt den Rettungswagen. Wie bereitet ihr euch denn auf so einen Dienst vor? Ich würde sagen, am Anfang war man schon irgendwie sehr nervös, und weil man weiß ja nie, was für Einsätze kommen. Vielleicht kommt doch irgendwie mal was ganz Schreckliches, was man vielleicht dann gedanklich mit nach Hause nimmt. Davon hat man schon immer so ein bisschen Respekt, aber das ist auch gut, das zu haben. Aber die Angst quasi, dass sowas passiert, das lässt irgendwann auch, würde ich sagen, also war bei mir zumindest so nach. Zu Dienstbeginn bekommen alle ihre Pieper. Ab diesem Zeitpunkt sind sie einsatzbereit. Für mich kann es also auch jederzeit auf den ersten Einsatz gehen. Carla checkt aber erstmal ihr Fahrzeug. Funktionieren alle Geräte? Sind die Fächer aufgefüllt? Wo würdest du sagen, das war jetzt ein guter Tag auf dem RTW? Ja. Ein guter Tag auf dem RTW war es, wenn ich die Rucksäcke aufgemacht habe, wenn ich Sachen aus den Rucksäcken verwendet habe und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich nur, wir sagen immer, Taxifahrten gemacht habe, dass ich irgendwo hinkomme. Und das beste Beispiel ist, der Patient steht schon mit gepacktem Koffer vor der Tür und sagt, ich würde gerne, hier ist mein Überweisungsschein in das Krankenhaus. Dafür sind wir nicht da. Und wenn man nur zu sowas fährt, dann ist es sehr niederschmetternd nach 12 Stunden, wenn man einen Patienten von denen nach dem anderen fährt, aber kein einziges Mal das Wissen, was man gelernt hat und wofür man da ist, angewendet hat. Kommt sowas vor, dass du so einen ganzen Tag nur Taxifahrten machst sozusagen? Zu oft, ja. Die Berliner Feuerwehr hat in den letzten Jahren deutlich mehr zu tun gekriegt. 2014 gab es noch knapp 400.000 Einsätze pro Jahr. 2024 waren es über 530.000. Die meisten davon im Rettungsdienst. Die Berliner Feuerwehr löscht nämlich nicht nur Brände. Alter, ich bin jetzt richtig aufgeregt. So, der erste Einsatz. Irgendwo soll es nach Gas riechen. Okay, die Frage ist, strömt hier jetzt Gas aus? Handelt sich wahrscheinlich erstmal um Fehler nach dem Okay. Heizungsmonteure haben in der Wohnung gearbeitet. Eine Bewohnerin dachte wegen der Geräusche, es handelt sich um Gas, das ausströmt. Entwarnung. Auf dem Weg zurück zur Wache. Direkt der nächste Einsatz. Wir fahren zu einer beinahe Ohnmacht. Aha, okay. Genau, Wie klingt das für dich? Beinahe Ohnmacht ist immer so ein Stichwort. Also wie kann jemand beinahe ohnmächtig sein? Ist meistens halb so schlimm. Mal schauen, ob Carla mit ihrer Vorahnung recht behalten wird. Ich durfte mit in die Wohnung kommen, aber nicht filmen. Ich war jetzt gerade oben mit in der Wohnung und ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Es lag eine Patientin auf dem Boden im Eingang und hatte wohl Probleme mit zu schlucken. Ja, ich bin gespannt, was die anderen beiden gleich sagen. Ja, wunderbar. Hat alles funktioniert. Wir schaffen das auch so, ne? Einmal links. Einmal hier zu mir kommen? Können Sie sich da rein begeben und dann können Sie sich gleich auf die Trage legen. Und dann kurz warten, bis die Trage drin ist und dann können Sie sich da draufsetzen.
Wir fahren mit der Patientin ins Krankenhaus. Das war schon klar, als wir reingekommen sind. Was war dir direkt klar? Dass sie keine richtige Patientin, also sie ist schon eine Patientin, aber es hat nicht mit dem Einsatzstichwort zusammengepasst, weil sie nie eine Synkope hatte. Sie hat ja angerufen aufgrund der Schluckbeschwerden und nicht aufgrund irgendeinem Herz-Kreislauf-Problem. Sie hat selber ja angegeben, dass sie psychosomatisch schon mal in Behandlung war und die Schluckbeschwerden vermutlich auch aufgrund der Psychosomatik sind, weil sie konnte ja vor uns ganz normal Wasser trinken. Dann geht's wieder zurück zur Wache. Nicht jeder Einsatz läuft so entspannt ab. Carla hat schon einige dramatische Einsätze erlebt. Auch Angriffe gehören zur Realität dazu. Und da sind wir zu einer Patientin gefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das Alarmierungsstichwort war. Ich glaube, es war eine Suizidandrohung. Und hier war die Küchenzeile und da stand ein Becher mit Holzkochlöffeln drin. War für uns jetzt nichts irgendwie Gefährliches, nichts Spitzes und so. Und ich hatte mich mit ihr unterhalten, hatte parallel mein Tablet, also wo wir die Dokumentation drauf machen, habe so ein bisschen geschrieben, mich mit ihr unterhalten und hatte eine Sekunde nicht zu ihr geguckt. Also es war wirklich nur so kurz aufs Tablet runter, um dann wieder zu ihr hochzuschauen. Und sie hat einen gezielten Griff in diesen Becher reingemacht und zwischen den Kochlöffeln war ein Messer. Und das hat man nicht gesehen. Und das hat sie gezückt und hat mit dem Messer quasi so, wollte so einmal gegen mich und es wäre halt komplett Brusthöhe, Bauchhöhe gewesen. Und mein Maschinist, der draußen halt stand und uns über das Fenster beobachtet hat, hat halt direkt agiert, ist reingerannt, hat sie zurückgezogen, dass wirklich das Messer so ein Stück vor mir halt quasi gestoppt wurde. Und das war so der schlimmste Angriff, den ich irgendwie selber persönlich erlebt habe. Sonst halt dieses normale Bespucken und irgendwie beleidigt werden oder sowas, das gehört halt leider dazu. Immer weniger Menschen wollen hier Notfallsanitäter werden. 2022 waren es in Berlin noch 1212 Bewerber, 2024 nur 769. Deswegen wirbt die Berliner Feuerwehr gerade besonders um neue Leute. Hier wusste ich noch nicht, dass mein Tag im RTW flach fallen wird. Da bin ich nämlich bei der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie. Denn hier werden die Notfallsannis von morgen ausgebildet. Das heißt, hier bei euch fangen wir quasi an. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert 3 Jahre und ist staatlich anerkannt. Ausgebildete Sannis dürfen dann zum Beispiel auch Medikamente verabreichen. Auf dem Einsatz sind sie meistens zusammen mit Rettungssanitätern unterwegs. Die machen eine kürzere Ausbildung von 3 bis 4 Monaten und nehmen im Einsatz eine Assistentenrolle ein. Also ein bisschen kaltes Wasser heute. Genau, aber es wird schon. Siri und Finn müssen direkt ran und als Team die erste Übung machen. Ich spiele die Patientin und habe Probleme mit dem Herzen. Danke. Hallo, die Feuerwehr. Hallo. Da sind sie ja endlich. Ja. Sie haben uns gerufen? Ja. Dann erzählen Sie mal, was los ist. Oh, es tut so weh. Ihre Brust oder wo? Ja. Okay, seit wann tut es denn? Das kam ganz plötzlich. Ich sehe, Sie nehmen ASS an. Hatten Sie schon mal was am Herzen? Ja, so flimmern. Ah, okay, also ein Vorhof. Warum hat sich Siri eigentlich für die Ausbildung entschieden? Also ich komme aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Ich habe sonst keine Berührungspunkte mit total kranken Menschen, mit Obdachlosigkeit. Und das lerne ich hier alles kennen. Und es ist mir auch wichtig, dass ich das alles mitbekomme und mich halt damit auseinandersetze, wie unterschiedlich Menschen sein können, wie unterschiedlich Menschen leben. Und ja, das ist mir wichtig. Und außerdem natürlich das Medizinische, das macht total Spaß. Was würdest du denn sagen, war so das Krasseste, was du bisher so in deiner Ausbildung so erlebt hast? Das war auch jetzt erst im letzten Praktikum. Ein junger Patient mit einer Überdosis, der bewusstlos war, und dann haben wir den auch wiederbekommen. Oder wenn man mal jemanden reanimiert und man kriegt wieder einen Puls oder so, das ist halt auch ein schönes Gefühl dann. Also dafür macht man das dann natürlich auch. Hättest du Bock, dann auch genau in dem Job zu sein, auch in Berlin? Also ich will auf jeden Fall bei der Feuerwehr bleiben. Zurück zur Übungssituation mit Siri und Finn. Die beiden versuchen gerade herauszufinden, welche Dosis sie mir geben müssen. 70 mal 70, 70 mal 7 macht 400, 4.900 Einheiten, oder? Das passiert ja normalerweise nicht.
war das jetzt. Vielen Dank für das Feuerwehrspiel. Danke euch. Danke euch. Und wie war das für euch? Für mich war es eigentlich ganz gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen schneller arbeiten können. Das war dann am Ende ein bisschen doof mit den Medikamenten, weil das jetzt noch nicht so unsere Stärke ist mit den Medikamenten. Und jetzt gebe ich wieder ab an Johanna. Hilft ja alles nichts. Was ist der Alarm jetzt? Wir fahren in eine Arztpraxis, die quasi uns angefordert haben, weil der Patient ins Krankenhaus soll, aufgrund von irgendwelchen Herzproblemen, glaube ich. Gewesen passiert? Genau, also seit 3-4 Wochen hat er Schmerzen in der Brust, hat sich heute hier vorgestellt und hat erstmals im EKG einen Vorhofflimmern. Haben Sie denn jetzt Schmerzen in der Brust? Vielleicht noch, ja. Okay. Wann genau fing das an? Also Sie haben vor ein paar Tagen schon, ja? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen? 3 Wochen, ja. 3 Wochen, okay. Der Patient muss ins Krankenhaus wegen Vorhofflimmern. Zur Länge des Aufenthalts können Sie wahrscheinlich nichts sagen. Kann sein, dass Sie einfach nur medikamentös eingestellt werden und dann wieder nach Hause können. Es kann sein, dass Sie noch ein Echo vom Herzen machen wollen. Weil beim erstmaligen Vorhofflimmern wird da immer ein bisschen genauer geguckt. Nicht, dass vielleicht bei den Herzkranzgefäßen irgendwas ist oder so. Was war das jetzt für dich für ein Einsatz? Prinzipiell ein guter Einsatz. Es war ein Patient, der wirklich was hatte. Da war es absolut gerechtfertigt, dass er quasi über uns schneller in die Klinik gekommen ist. Und jetzt kommt der letzte Einsatz für mich heute. Wie war da jetzt die Alarmierung? Wir sind jetzt zur bewusstseinseingetrübten Person gefahren. Hallo. Das ist irgendwie so ein klassischer Fall von Hilflosigkeit. Also das, was sie beschrieben hat, sind halt klassische Erkältungssymptome. Also wir können natürlich nie reingucken, das kann auch natürlich immer irgendwas anderes sein, aber sie hat keine Medikamente eingenommen gegen das, was sie hat. Sie klagt über Schwäche, über grippeähnliche Symptome und es ist gefühlt ein bisschen frustrierend, weil das eigentlich Sachen sind, die man selbstständig irgendwie in den Griff bekommt und dann schildert sie noch nicht laufen zu können und läuft dann zum RTW. Also Dabei gibt's ja eine Alternative zum Notruf, die 116 117. Diese Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung kann man anrufen, wenn es einem akut richtig mies geht, aber jetzt keine Lebensgefahr besteht. Also wenn man eigentlich zum Hausarzt gehen würde, der aber schon zu hat oder Wochenende ist. Dort kann man telefonisch beraten werden oder wird an Notdienstpraxen vermittelt. Das Ziel: Krankenhäuser und Rettungsdienst entlasten. Und ja, vor allem in solchen Situationen, man sieht ja, es kommen direkt irgendwie Angehörige an, die selbst ein Auto hätten. Und die stehen jetzt da und fahren jetzt wieder los. Ne? Hätten sie auch mitnehmen können. Ich glaube, sie fahren tatsächlich hinterher. Was waren Sie? Ich glaube, sie fahren hinterher. Es sah so aus, als würden sie auch ins Auto steigen und losfahren. Achso, ja, okay, super. Man hört es auch oft, ne, wenn man fragt, so, warum fahren sie ja nicht selber? Viele denken halt gar nicht daran, selber zu fahren. Denken auch nicht daran, irgendwie ein Taxi zu nehmen. Wie hoch ist die Frustration bei dir? Sehr groß. Trotz dass alle Familienmitglieder mit ihren Autos angefahren kamen, hat sie es für nötig empfunden, als Transportmittel die Feuerwehr zu rufen. Die Angehörigen kamen uns mit ihrem Auto hinterher in die Klinik gefahren. Hätten wir auch einmal den Standardeinsatz abgearbeitet. Also wir sind jetzt wieder zurück auf dem Weg zur Wache. Der letzte Einsatz war echt ein bisschen skurril. Also die Patientin hatte einfach Erkältungssymptome und wir haben sie dann ins Krankenhaus gebracht. Und die Familie ist mit dem Auto hinterhergefahren. Also hätten die auch selber hinfahren können. Die konnte auch laufen. Es gab medizinisch jetzt auch keinen Grund dafür, dass man sie ins Krankenhaus bringt. Und ich glaube, die anderen waren schon ziemlich frustriert davon. Wir waren jetzt 8 Stunden hier im RTW dabei und die fahren jetzt noch 4 Stunden weiter. Schon ziemlich krass. Danke, dass wir dabei sein durften. Macht's gut. Tschüss. Ciao, bis dann. Würdet ihr auch gerne Notfallsanitäter werden? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal.